Die weiße Schlange. Es war einmal ein König, der jeden Tag eine seltsame Speise vor dem Abendessen wollte. Ein Diener brachte ihm jeden Tag ein silbernes Tablett mit einer Abdeckung. Niemand wusste, was darunter war, denn sobald der König gegessen hatte, musste der Diener sofort das Tablett und das übrig gebliebene Essen ins Meer werfen. Eines Tages wurde die Neugier des Dieners zu groß. Bevor er das Tablett ins Meer warf, hob er die Abdeckung an und sah eine weiße Schlange darunter. Er nahm ein kleines Stück und aß es. Plötzlich konnte er die Sprache der Tiere verstehen. Am nächsten Tag hörte er Fische im Meer sprechen. Sie sprachen von einer goldenen Krone, die auf dem Meeresboden lag. Der Diener beschloss, die Krone zu suchen. Er schwamm tief ins Meer und fand die Krone. Als er zurückkam, gab er die Krone dem König. Der König war sehr beeindruckt und gab ihm viele Geschenke. Aber der Diener wollte nicht reich sein. Er wollte Abenteuer erleben. Er verließ das Schloss und wanderte durch das Land. Auf seiner Reise hörte er viele Tiere sprechen. Vögel erzählten ihm von fernen Ländern, und Mäuse sprachen von versteckten Schätzen. Eines Tages hörte er 3 Fische in einem Fluss. Sie waren gefangen und baten um Hilfe. Der Diener half ihnen und als Dank erzählten sie ihm von einem verzauberten Schloss mit einer schönen Prinzessin, die von einem Drachen bewacht wurde. Der Diener beschloss, die Prinzessin zu retten. Auf seinem Weg zum Schloss traf er einen Raben, der sehr hungrig war. Er gab dem Raben etwas von seinem Essen. Der Rabe dankte ihm und erzählte ihm von einem Geheimweg in das Schloss. Mit dem Wissen um den Geheimweg näherte sich der Diener dem verzauberten Schloss. Auf seinem Weg begegnete er einer Katze, die nach Futter suchte. Er teilte sein letztes Stück Brot mit ihr, und die Katze verriet ihm, dass der Drache einmal am Tag schläft. Das wäre der beste Moment, um in das Schloss zu gelangen. Ausgerüstet mit dieser Information schlich sich der Diener in das Schloss, als der Drache schlief. Er fand die Prinzessin in einem hohen Turm. Sie war überrascht, ihn zu sehen, aber auch froh, denn sie hatte viele Jahre auf einen Retter gewartet. Die Prinzessin erzählte dem Diener, dass der Drache einen magischen Stein besaß, der ihm seine Macht verlieh. Wenn sie den Stein nehmen könnten, wäre der Drache machtlos. Gemeinsam schmiedeten sie einen Plan. Während der Drache tief schlief, schlich sich der Diener zu ihm und nahm den magischen Stein. Als der Drache aufwachte, spürte er sofort seine verlorene Macht. Schwach und verwirrt versuchte er, den Diener und die Prinzessin anzugreifen, aber ohne seine magische Kraft war er leicht zu besiegen. Mit dem Drachen besiegt und dem Königreich gerettet, kehrten der Diener und die Prinzessin zurück zum Königsschloss. Dort wurde eine große Feier zu ihren Ehren veranstaltet. Der König war so dankbar, dass er den Diener zu seinem Nachfolger machte und ihm die Hand seiner Tochter, der Prinzessin, anbot. Die beiden heirateten und regierten das Königreich mit Weisheit und Güte. Und dank der weißen Schlange, die dem Diener die Gabe gab, die Sprache der Tiere zu verstehen, lebten sie in Harmonie mit der Natur und allen Lebewesen. Und so endet unsere Geschichte mit dem Wissen, dass Güte und Mut immer belohnt werden.